Hallo zusammen, Freunde, hier ist Olja. Wir testen, ob es möglich ist, leckere, gesunde Brownies in einer Pfanne zuzubereiten. Ohne Zucker, ohne Butter, mit einer minimalen Menge Schokolade, aus den einfachsten und zugänglichsten Zutaten. Ich sage gleich vorweg, es klappt wunderbar. Den Link zur Quelle und alle Mengenangaben findet ihr in der Videobeschreibung. Zunächst schälen wir 2 Bananen. Das Gewicht meiner Bananen ohne Schale beträgt 250 Gramm. Die Bananen in Stücke brechen und mit einer Gabel oder einem Kartoffelstampfer zu einem Püree zerdrücken. Ich benutze einen Stampfer. Das geht schnell und ist praktisch. 2 mittelgroße Eier und 100 Gramm dicken Naturjoghurt ohne Zusätze oder fettarme Sauerrahm hinzufügen. Die Zutaten kommen direkt aus dem Kühlschrank. Alles gut vermischen. Damit das Dessert süß wird, kann man einen Esslöffel Honig, Zichoriensirup oder Topinambo-Sirup hinzufügen. Ich habe einen Teelöffel Stevia-Süßungsmittel hinzugegeben. Wer keine sehr süßen Desserts mag, kann das auch weglassen. Gut umrühren. Separat 100 Gramm Haferflocken nehmen. Sowohl Langkoch- als auch Schnellkochflocken sind geeignet. In einem Mixer oder einer Kaffeemühle zu Mehl oder feinen Bröseln mahlen. Ich verwende Langkochflocken. Sie sind nahrhafter. Die gemahlenen Flocken zu den übrigen Zutaten geben. Als nächstes 4 gestrichene Esslöffel Kakaopulver und einen Teelöffel Backpulver hinzufügen. Auch eine Prise Salz für die Geschmacksbalance einstreuen. Alles mit einer Gabel zu einer glatten, gleichmäßigen Masse ohne Klümpchen verrühren. Der Teig ist mitteldick. Er tropft langsam vom Spatel. Wir backen die Brownies in einer Pfanne. Dafür benötigt man eine Pfanne mit einem Durchmesser von 20 bis 22 oder 24 cm. Ich verwende eine 22 cm Pfanne, Boden und Seiten mit einem kleinen Stück Butter. Man braucht buchstäblich 10 Gramm oder mit raffiniertem Pflanzenöl einfetten. Wer möchte, kann die Pfanne mit einem Stück Backpapier auslegen und den Brownie auf dem Papier backen. In diesem Fall muss die Pfanne nicht eingefettet werden. Den Teig in die Pfanne geben und gleichmäßig verteilen. Auf einem Gasherd den kleinsten Brenner verwenden. Die Pfanne genau in die Mitte stellen, damit sie gleichmäßig von allen Seiten erhitzt wird. Den Brownie mit geschlossenem Deckel etwa 20 bis 30 Minuten bei niedriger Hitze backen. Auf einem Elektroherd dauert es in der Regel etwas länger. Beim Backen sammelt sich Kondenswasser am Deckel. Mit Servietten oder einem Küchentuch abwischen. Woran erkennt man, dass es Zeit ist, den Brownie zu wenden? Zunächst optisch. Der Brownie ist aufgegangen, seine Oberfläche ist matt und klebt nicht an den Fingern. Mit einem Spatel an den Rändern entlangfahren. Sie lösen sich gut. Außerdem die Mitte mit einem Zahnstocher prüfen. Kommt er trocken heraus, muss der Brownie nicht gewendet werden. Er ist vollständig durchgebacken. Das ist höchstwahrscheinlich bei einer 24 cm Pfanne der Fall. Bei mir kommt der Zahnstocher mit Resten von feuchtem Teig heraus, da ich in einer 22 cm Pfanne backe. Um den Brownie zu wenden, ein Stück Backpapier auf die Pfanne legen, mit einem Teller abdecken und umdrehen. Den Brownie zurück in die Pfanne legen, mit dem Deckel abdecken und weitere 5 bis 7 Minuten fertig backen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Backzeit ungefähr ist, da jeder Herd und jede Hitzeeinstellung anders ist. Also nach eigenem Ermessen anpassen. In der Zwischenzeit die Schokolade schmelzen. In eine tiefe Schüssel oder Schale eine kleine Schüssel mit Schokolade stellen. Man braucht nur 40 Gramm dunkle Schokolade. Ich verwende Schokolade mit 56% Kakaogehalt, die eher süß ist. Kochendes Wasser in die äußere Schüssel gießen. Die kleine Schüssel erwärmt sich und die Schokolade beginnt allmählich zu schmelzen. Sobald der größte Teil der Schokolade geschmolzen ist, die kleine Schüssel aus dem Wasser nehmen. Nicht warten, bis sie vollständig schmilzt, da sie sonst überhitzen und klumpig werden kann. Wenn nur noch ein kleines Stück übrig ist, die Schüssel aus dem Wasser nehmen, umrühren und alles schmilzt zu einer glatten, fließenden Konsistenz. Der Brownie ist vollständig fertig. Das Backpapier entfernen, die Pfanne mit einem Teller abdecken und umdrehen. Den Brownie kann man direkt auf dem Teller mit Schokolade überziehen. Ich mache es in der Pfanne. Den Brownie mit der geschmolzenen Schokolade bestreichen. Dann in Stücke schneiden und gehackte Walnüsse in die Mitte streuen.
Nun, Freunde, das Ergebnis ist ein appetitlicher Schokoladenbrownie aus der Pfanne. Die Zubereitung ist wirklich nicht schwer. Nur 5 Minuten, um den Teig zu rühren und eine halbe Stunde warten, bis er durchgebacken ist. Ich zeige euch gleich, wie er im Anschnitt aussieht. Der Teig ist vollständig durchgebacken. Er ist locker und nicht feucht. Vom Geschmack her ist es ein mäßig süßes, intensiv schokoladiges Dessert, das einem klassischen Brownie sehr ähnelt. Warm ist er weich, kalt wird er fester. Wir haben diesen Brownie sehr gemocht und ihn mit großem Genuss gegessen. Wer solche Rezepte mag, sollte es unbedingt ausprobieren. Wie immer bitte ich euch, mich mit einem Like und einem Abo zu unterstützen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich wünsche allen Frieden und einen klaren Himmel über dem Kopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.